Just some feedback from the game against Wolfsburg. There was not one situation where we switched sides. Unterhaching ist der letzte Test, bevor das entscheidende, das große Spiel gegen unsere U19 ansteht. Mein Name ist Wolfgang Schellenberg, bin heute auch im Scouting-Auftrag hier. That's going to really transition into the game in the Allianz Arena. The biggest match in everybody's life. The World Squad is an amazing opportunity. I have to go on 100. I need to be the best. Der Traum eines jeden ist, Profi zu werden. Auch wie im letzten Jahr waren wir mit allen Spielern wieder im Skills Lab. Ist ein super Apparat, um ein paar Daten, was die Basistechnik und so weiter angeht, zu bekommen. Unsere eigene U19 macht es, dadurch haben wir die Werte und wir haben auch da einen schönen Vergleich dann auch von den Spielern vom World Squad. Wo stehen sie im Vergleich zu unserer U19? こんなトレーニングしたことはというかこの施設はないですね。I wish I had one in Nigeria. I've only seen it like from last year's documentary. Das Skills Lab ist ein Fußballsimulator, der modernste, innovativste auf dem Markt aktuell. Damit kann man es möglich machen, Fußball irgendwo zu messen. Dort sind Laser installiert in der Anlage, also bedeutet, wir haben einen Player-Tracker, der die Position des Spielers misst. Wir haben Laserdetektoren, die die Position des Balles messen, genauso wie Hochgeschwindigkeitskameras, die eben die Geschwindigkeit des Balles messen. やっぱりすごくありがたい経験だなと思います。 Für uns sind diese Datensätze von Jungs, die vielleicht von einem ganz anderen Teil der Welt kommen und letztlich aber auch in dem Skills Lab performen, total interessant und spannend, weil sie einfach eine andere Historie haben. You know how to play football, but this like takes it to another level where you need to be precise, you need to be 100% consistent. Wir haben mehrere Module im System laufen, beispielsweise für die Kognition, für das Thema Handlungsschnelligkeit. Die Jungs haben aber heute ein Modul durchlaufen für die Basistechnik, Passspiel, Ballkontrolle, Dribbling, Torschuss und Kopfball. Und natürlich hat sich da auch ein Ranking ergeben. Tarek ist jetzt genau in der Mitte gelandet, aber wie gesagt, das ist der Erstkontakt gewesen. Ja. Also alles, was so in dem oberen Bereich ist, ist im Endeffekt schon gut. Siehst du hier jetzt, beim Torschuss hat er ein bisschen Pech gehabt. Also Trash hat sich schwer getan, also rein so von den Techniken, da hat er schon gekämpft. Was uns schon aufgefallen ist, dass die sehr kreativen Spieler oder die vielleicht irgendwo intuitiv Fußball spielen, dass die sich eher schwieriger tun als andere, die eher, wie soll ich sagen, solide oder halt mit einem klaren Handlungsplan an die Sache herangehen. Und die haben ja nur diese ganz wilden Plätze mit rote Erde, mit Stein und allem Möglichen. Und du merkst, dass die Spielweise, was sie sich dem anpassen, ganz anders ist. Also auch der Erstkontakt. Sie müssen den praktisch mehr oder weniger tot stoppen, weil sobald sie den in die Bewegung mitnehmen, ist der aufgrund der Bodenbeschaffenheit weg. Und sie haben halt hatten noch nie ein strukturiertes Training und ich glaube, die haben noch nie was gehört, was muss ich überhaupt machen für ein vernünftiges Passspiel. To be completely honest, I don't think it was the best. Siam, ja. Wir sind jetzt mittlerweile im roten Bereich, also etwas weiter unten. Der Hiromu Chiba. Der hatte mit Abstand den besten Einstiegswert, wo man einfach sieht, dass er technisch sehr, sehr gut ausgebildet ist, auch in allen Bereichen in einem guten Bereich ist. Du kennst die Anlage, du weißt, wie scharf die Bälle rauskommen, deswegen ist das wirklich eine sehr hohe Qualität, die er da mitbringt. Also Hiromu ist auch am Platz, das merkst du. Der ist, was Passspiel und so angeht, unglaublich gut ausgebildet. Ist für mich nicht so überraschend, aber es ist überraschend, dass es besser ist wie alle, die schon mal dort waren. Der wird sicherlich Profi werden, ja. Jetzt nach Wolfsburg, dem Bundesliga-Gegner, haben wir einen weiteren Bundesliga-Gegner. Unterhaching ist der letzte Test, bevor
das entscheidende, das große Spiel gegen unsere 19 ansteht, ist für uns ein absolut super Vergleich. Okay, just some feedback from the game against Wolfsburg and the upcoming match for Unterhaching under 19th. The defending was good. There were all the stuff we did in Brazil. Everything was working, but we haven't worked yet on the offense part. And yeah, concentration till the last minute. The only chances they had were the 3 goals and 1 more. So at least we had 5, 6 or 7. But then we need like the focus and the willingness to score. So over 19 minutes, there was not one situation, not one, where we switched sides. There's like all the players, they move to this side, obviously. That's what we want as well when we don't have the ball. And then you stay there and try like head down and dribble through. So what we have to do is more variation in our game. Means that our central players always are in a good position that we can switch sides. Even if we play to our striker, he has to be in position that he can play balls over there. Tava sentindo pouco de dor no músculo aqui da coxa, desde o Brasil. No primeiro jogo aqui contra o Wolfsburg, aumentou a dor, mas já estou bem melhor. Creio que já vou poder estar treinando e sábado jogar. Realmente não era muito cômodo, não doía muito. Aí só quando apertou mesmo, mas não treinou. Ja, der sagt, das hat nicht so wehgetan. Ja, aber wenn er heute mitmacht, am Morgen mitmacht, Patsch, Faserriss. Wir wollen, dass wieder alle gesund zurückfliegen. Das war letztes Jahr einer der Spieler, der mir am meisten leid getan hat. Und am zweiten Training war er mehr oder weniger verletzt. O atleta, atrás de um atleta tem ser humano que possui sentimentos, porque ano passado eu fui já lesionado para os Jogos do México. Para mim foi muito difícil, eu realmente fiquei muito triste, mas eu entendia que eu tinha que passar por aquilo. Naquele momento. Então, para mim, fortaleceu muito o meu mental. Hat schon sehr, sehr geweint. Also hat mit seiner Familie telefoniert und Papa hat schon gesagt, du, es sollte nicht sein, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Schon eine gute Einstellung. Aber klar, wenn man schon hier die Möglichkeit hat, bei FC Bayern mitzutrainieren, dabei zu sein, man will einfach auf dem Platz. Aber der muss noch Geduld haben. Und ich glaube, in solchen Phasen man lernt auch sehr viel fürs Leben. Also nicht nur für den Fußball, allgemein, sondern fürs Leben. Weil es gibt solche Rückschläge, dass man einstecken muss. Aber man muss versuchen, dann besser zurückzukommen. So, und jetzt hat er sich wahrscheinlich sehr, sehr viel vorgenommen. Und jetzt hat er wiederum die zweite Chance. Jetzt ist er wieder angeschlagen. Er ist sicherlich verzweifelt. Lieber einmal mehr sagen, ich kann nicht trainieren und keine Verletzung mit verschleppen, als über ehrgeizig zu sein und sagen, nee, passt schon. Und dann nach 2, 3 Trainingseinheiten mit schon einer kleinen Verletzung wird das eine große. Morgen wird er nicht spielen, werden wir mal schauen, ob er jetzt gegen unsere U19 spielen kann, werden wir sehen. Ja, das kann ich jetzt nicht. Aber es ist halt trotzdem blöd. Wann spielt ihr? Samstag. Ja, morgen gegen Haching, aber es wird der nächste Samstag. Ja. Beim Diego ist es so, dass er eine Verhärtung in der unteren Rückenmuskulatur hat, die dann ins Bein, in den Oberschenkel ausstrahlt. Er wird beobachtet. Dann müssen wir halt einfach schauen, wie es sich entwickelt. Ich bin gerade mit dem Diego im Auto, der ist wieder verletzt. Oh nein! Ja, aber nicht so schlimm. Es ist nur eine Verhärtung, die über den Rücken kommt. Und okay. Ja, jetzt müssen wir die Woche abwarten. Also morgen kann er auf keinen Fall spielen gegen Unterhaching. Aber am Samstag ist er noch nicht raus. Er wird jetzt weiter behandelt. Aber es sieht gut aus, dass es Samstag was werden könnte. Unsere Truppe wird morgen sehr ehrgeizig sein. Und wir müssen einen Plan auf den Weg geben, weil die Hachinger eine starke Truppe ist. Und ich hoffe, dass das Ergebnis so ist, dass nicht wieder eine Niederlage hinnehmen müssen.
ist klar, wir haben sehr, sehr gute Alternativen und super Spieler da, werden auch ein bisschen probieren, werden das System auch ein bisschen umstellen, weil wir mal versuchen wollen, mit 2 Spitzen zu spielen, wie auch schon in Brasilien wir das mal angefangen haben gegen Vasco da Gama mit Tarek und Drescher, und dann im Mittelfeld mal in der Offensive auf eine Raute stellen, also mit einem wirklich offensiven Zehner mit dem Hiromu, dann auf der 6 mit dem Siam und dann am Flügel mit dem Julien aus Togo, der jetzt mal von Anfang an spielen darf. Der hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht im Training, und über rechts dann der Maslim. Und die Viererkette ist dann, stellt sich fast von selbst auf, da Jero verletzt ist, wird der Daniel nach hinten rutschen als Innenverteidiger, und dann für Diego, der auch verletzt ist, leider im Moment, wird dann der David spielen. Mein Name ist Wolfgang Schellenberg, ich bin für Austria Klagenfurt tätig. Ich bin dort im Trainerstab von der ersten Mannschaft und von der Nachwuchsakademie und bin heute auch im Scouting-Auftrag hier. Jetzt haben wir einige Spieler, 03er Jahrgänge, die auf jeden Fall ein Talent haben, im Profifußball Fuß zu fassen. Und da versuchen wir natürlich über unser Netzwerk, den Jungs in Österreich, Tschechien, Schweiz, da vielleicht die Möglichkeit zu geben, dass sie da unterkommen. I believe my team, we good for it, we're good for the victory. Yeah, we just have to help each other and work together. Go guys, come on! The first goal was, I can't remember who passed it, but I beat the right back on my side and I cut in, the center back came out and the goal in I came out, and then I now saw the corners, so I just picked the corners. It was a great feeling because it's very frustrating for me as a forward not to be able to do my job for the team. Wenn man jetzt mal die 2 Tore wegtut, am 7., 8. Minuten eine 200-prozentige Chance gehabt. Vom Spiel her, wir haben einen kleinen Schritt gemacht, was wir ihnen präsentiert haben, was wir ihnen gesagt haben, was wir ihnen empfohlen haben. Aber jetzt nach der 35. Minute haben sie wieder ins alte Muster reinverfallen. It's 2-0, normally 4-0. But it's not important for me, passing. This is warm, this is hot. Play easy, play sure, play safe. Siam Hiromu, we need like kind of a rhythm change, because you try every time to get the strikers into the next perfect situation. So this, all the time it's like we get the ball, it's like forward, 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 forward. You're more comfortable when you play 2 touches
And the easiest one is like look up, look where the next one is, where your teammates are, play to him, play back, play in, and then you get like, you just get up because like, we have control of the game. Play, ja. Guter Ball. Gut Ball. You always want to score goals, right? It's just boosts up your confidence for the next game. And it's happy to see the team perform well. And I feel like that's going to really transition into the game in the Allianz Arena. And I was free in front of the goal with virtually no keeper. So it was a free goal for me. Right. Agirov. Being able to pull through and get the 2 goals and get an assist was something very nice for me. I feel like draws and losses, it motivated us, but a win really made us feel better about everything. All I can say is good performance, and we're gonna get 2 dubs this season. I promise you guys. Wichtigste war ja, dass wir mal Erfolgserlebnisse jetzt haben. Sieht man auch, die Stimmung ist jetzt ganz anders. Waren schon ein paar Umstellungen dabei. Systemwechsel war dabei. Das musst du erstmal dann schaffen. So haben sie ja noch nie gespielt. Und zweitens, man darf nicht vergessen, es sind keine Profis, es sind Jugendspieler. The last game was a turning point, I feel like, because it really showed the team that, hey, like, we're a good team. I was really impressed with my performance. I just really I haven't been impressed with the last few games, and I thought I really had to like step up and really try my best. Sometimes you can kick me down, but I won't stay down. I run this town, ain't backing down. We going to rounds. Too deep, I'm on my feet, the underdog. Going rafting after a good win the day before, I feel like the spirits were already high. We are gonna drown! Me gustó, salimos un poco en unos botes inflables y ahí estuvimos por un río algunas 3 horas. I think it builds more friendships, more team spirits, and keeps the energy very positive. Especially leading up to tomorrow, the big match in the Allianz. That is a big game for everybody, like the biggest match in everybody's life. Die letzte große Chance hier zu performen, noch dazu in der Allianz Arena. I heard like 20,000 tickets got sold. That's a lot of people. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann muss ich zu 100% da sein und die Chance nutzen. Wenn heute ist nicht die Freigabe, dann bricht für den Chance zusammen. Surrounded by such legends and scouts and great coaches, and really excited for this. Das ist was Einmaliges, weil sie vielleicht Profi werden können. Vocês estão aqui hoje para competir. This is a big opportunity that I've been put on the stage to perform, and I need to do what I need to do.